some Leute singen. Here we go. Die ganze Schöpfung stund in Preis. Wer ohne Wort hätten im Yes. Hitte die auf den Thron. Jesus Gottes Segen. Yeah. Die ganze Schöpfung singt ihr. Du bist mächtig, du bist groß. Du bist Gott und du regierst in alle Ewigkeit. Dankzij voor dat en voor ieder einer. Ik wens Ihnen zijn van je geven daar. En dankzij Jesus dat we kunnen dienen met zijn. We kunnen die loven, we geven die van der, because we zijn die goud, we geven dat te dienen hier. En die noem bid we. Amen.
Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús el Mesías, sobre todo Laten we een gouden tijd God loven en am aanbeden. Bloß weit noch hij is in control. En hij merkt manchmal een weg, wo wir nicht mal kennen, uns het verstellen, dat een weg door even is. Deze week dan voel ik bij een man op dem Hof bij een lied. En ik wil best wel met am reden vrouwen worden bij een tijd, because ik wist dat hij ging een zware tijd durch, because zijn vrouw die heeft cancer, die heeft al van stout cancer gehad. En ik vroeg, wo dat het begint. En hij had een vierteltje gezegd, hij zei dat actually fijn. En ik vroeg, wo komt het weer met die vrouw cancer en zo weer. Hij zei, wel, in cancer, die hadden ze nu al stukje al niks te zeggen wat met je schaft en dat ze weer je focust on something else. Ik zei, dan wat zei je focus? En hij zei, wel, wie al 4 jaar wilt een familie hebben. En we kunnen niet dingen hebben. Nu maakt al dat we ganz schwer in het treatment zijn als ze op eenmaal pregnant. En hij zei dat ze wisten niet wat God van hen wil, wat God krijgt uit. Ze zijn niet christen. En zij zei, ze wil best trouw zijn, God is trouw en gerecht. En hij wordt aan het leiden door al deze tijd. Hij zei, ze wil zich dat bloos laten schijnen. Ze wisten niet wat Maria zijn. Maar ze weer een engel op een weg. De dokter zegt, het zit al fijn. En op keinem is het duidelijk wat ons dat kan passeren. En mank al die zware tijd, als nog bij een beetje posig, ik vroeg, hij zei zu mir, een man die had hem gevraagd, nou weet je van wat ons dat komt? En hij zei, zeker, wie had op geslopen? En dan was ik gewoon een zware tijd daar. En hij zei, God is in control, God is in goud. En God is daar over alles, hij houdt in de erde heen. En hij vroeg, is wie würden für ihn beten? En zo, ik kan niet de namen hier zeggen, maar je kan de geschichte voor God brengen, God weet krijgt van wem we reden. En zo hebben we voor hen beten, dat zij waar wijsheid hebben in den season, wo ze bent zijn. En ik weet niet in wat van season du bent, en wo du krijgt bent, maar we een beetje tijd nemen voor God. En voor hem komt de naam, wat alles is. Hij is in control, hij merkt den weg, wo niet een weg is. Hij smet ons in een gouden tijd, wo ons het schijn jet. Hij is ook met ons in een tijd, wo het manchmal diester is, dat schwer jet.
En så wel bis ver am kom krijgt wo du bist. En am dank voor wer hij is voor die, amen. Dankzij Jezus dat du ons goed bist. En dankzij voor dien Versprechen, dat du sagst, dat du was met ons zijn, du was ons niet allein laten, du was bij ons blijven. We kennen die feil onze goede tijden, we kennen die feil onze zware tijden. We loven die en we danken die voor wer du bist voor ons. We danken die dat du ons geraad hast. Du hast den Preis betaald dat we kunnen vrij zijn. We kunnen vrij zijn en die du zegt, du kommst dat Hert om ons leven geven, dat we worden leven hebben volop. Help ons dat we dort waar hingen gaan, dat we dort zegen en dat we wirklich waar in volop leven hebben in freedom durch die Jezus. Dankzij wat du hast voor ons gedaan. Ik bid bis in zijn, over jeder einer hier in geloten hat, wanneer we dien woord aanheer en wat du hast von der ons te zijn. We loven die en we danken die in Jezus naam. Amen. Amen. Kan je een doel zetten? Welkom en jeder einer hier, mijn vrienden, dat je in Lebenswasser sind. And we have van der een klein beetje in andere service niet ganz so veel worship, because we have Lorenzo van Zacatecas hier in de jongens. En so Lorenzo wat ons hier steeds weer een beetje meddelen wat aangeht dort in de boy in de mission. Maar ver we dat doen, waar we een paar video's zijn. Er zijn 2 video's voor de youth wat je zijn kan. So de eerste video wat je waar zijn, dat is de theme night. Dat is een theme night wat de beeld opkomt, dat heet chill. En so dat is een video. En wat voetst nog nog een video gespeeld wordt, dat is de van Woakjen. So 2 video's voor de youth. So voor deze youth camp kan je al op zijn van de bells, die zijn te hangen bij de information dash. Je kan op zijn, ik weet niet graag wat de titel is, maar er zijn 2 prijzen, dus wenn es hier op zijn, de titel die krijgt een beetje bilja en dan laat wat de prijzen opgaan. So de bells, die zijn te hangen. Zoals ik al zei, Pastor Lorenzo, die is hier van Zacatecas. En dit is een mission wat we als kerk in stad, wat je als kerk in stad, jedes Mal, wanneer je wat geven, de 1% monatlich naar deze mission. En zo hij wordt opkomen en hij wordt een beetje vertellen wat er aangeht in de boy en wat ze doorschaffen. En dan kan je waar bloos met frischen moed weer de mission in starten. Pastor Lorenzo, es un placer de tenerlos aquí. Todo el grupo también lo vamos a dar el tiempo para usted. Pásale. Vamos a darle un fuerte aplauso, un bienvenido. Thank you. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer volver a verlos y estar aquí con ustedes. Nervioso, siempre que vengo me pongo nervioso, pero la gracia de Dios está con nosotros. Queremos, antes de que pasen un video, traemos un saludo de parte de los hermanos en las montañas. Ustedes saben, trabajamos en la Sierra Madre de Durango y estamos trabajando con 5 grupos: tepehuanos, huicholes, coras, mexicaneros y mestizos. Y pues me acompañan algunos huicholes, tepehuanos, y vinimos para tener un evento aquí en el corredor. Entonces
pues la gracia de Dios está aquí con ustedes y la bendición. Queremos que vean este video, después vamos a compartir un poquito. Gloria a Dios. Esto es parte del trabajo que se hace en la sierra. Como dije, trabajamos con 5 grupos en esa parte de las montañas y esto es parte de lo que se hace. Le damos de comer a los niños, trabajamos también con clínicas médicas, con doctores muy buenos. Ese doctor que vieron allí ha hecho varios trasplantes de riñones, es especialista en eso. Y ellos van a hacer trabajo social con nosotros en la sierra. Aparte del trabajo social, pues ayudan en cocinar y todos los doctores se meten allá. Entonces, gracias a Dios y a ustedes se lleva a cabo todo esto. Así que creo que ustedes tienen mucha parte en el establecimiento del reino de Dios ahí en las montañas. Y quiero leer un versículo. Doy gracias, es Timoteo, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Quiero compartir rapidito, allí me hacen señas cuando ya estoy terminando mi tiempo. Tenemos un llamado, todos nosotros tenemos un llamado. Y quiero decirles, el llamado no lo recibimos de un hombre, el llamado lo recibimos de Dios. Y cuando le vamos a fallar a Dios, entonces no le fallamos al pastor, le fallamos a Dios. Y quiero decirles, no puedes rendirte porque Dios no acepta tu rendimiento, no acepta renuncias. No puedes renunciar al servicio de Dios. Hablábamos y mirábamos tantos servidores que tienen aquí sirviendo. Entonces, esos servidores están por el llamado de Dios, al servicio de Dios. Y hermanos, solamente estamos aquí para decirles, no se rindan. No se rindan. Nuestro galardón está allá adelante. Tenemos un Dios muy sabio que no nos ofreció una corona al principio, sino al final. Y el que persevera hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. Así que no puedes rendirte, no renuncies.
El Señor jamás va a aceptar una renuncia de nosotros. No hay otro más que ir para adelante. Solamente para adelante. No te rindas, no te rindas. Vendrán muchos obstáculos, vendrán muchos problemas, vendrán necesidades. El Señor nunca nos prometió que no habría problemas, no nos prometió que no habría necesidades, nos prometió que vendrían muchas cosas. Lo que sí Él nos prometió es que Él dijo que no iba a dejar que fuéramos tentados más de lo que podíamos resistir, sino que juntamente con la tentación daría la salida para soportarla. Así que vendrán problemas en el servicio a Dios, vendrán tantos obstáculos, pero ahí tienes al Señor, ahí está Jesús para ayudarte a brincar los obstáculos, para ayudarte a seguir hacia adelante. Así que no te rindas, jamás te rindas. Otra de las cosas es, tú no te puedes rendir porque hay muchos que te están mirando. Dice la Biblia que tenemos una grande nube de testigos alrededor de nosotros. Allá afuera hay muchos testigos que saben lo que tú haces, a dónde vas. Y yo creo que este es el lugar perfecto, pero hay una gran nube de testigos que nos está mirando. Y cuando uno se cae o se rinde, Dios no aceptó tu renuncia. Te rendiste, entonces muchos testigos que te están mirando pueden caer. Hay mucha gente que te está observando, que te está mirando, aunque la Biblia nos enseña que debemos poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, hay mucha gente que está poniendo los ojos en la gente que asiste a la iglesia, en los cristianos, y esto no es bíblico, pero están poniéndolos ahí. Y cuando una persona se rinde, se cae o se va para atrás, mucha gente es lastimada también y puede caer. Así que, hermanos, nada más estamos aquí para decirles, no se rindan, no se rindan, no se rajen. Vamos para adelante. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El cristiano va a caer, pero dice que vamos a levantarnos en el nombre del Señor. Así que un saludo de parte de nuestros hermanos tepehuanos. Hablaba con uno de sus pastores. Le digo, doy gracias a Dios que Él tumbó desde esa barrera, esa barda que había, esa división que había, y ahora adelante de Dios no hay judío, no hay griego, solamente hay lavados con la sangre de Cristo. Dios me los bendiga y gracias, pastores, por permitirme estar aquí. Dios los guarde. Gracias, pastor. Dios bendiga. Ja. So, je wel meer van am hier in zijn groep. Zij waren van deel zo overvangt de oefenkijken aan op kilometer 11. Dat is bij materiaal is gelijk even bij. En zo wordt hij reden en ook zijn groep wordt zingen en spelen. En zo dat vangt klok 7 aan. Van deel zo over maandag en dinsdag. Zo je wel meer van am hier kan je doorgaan voeren. Er zijn een paar meer dingen wat ik wil announcen en dan go wieder. Lebenswasser heeft een koma, so wanneer van deel somebody else en wordt gleich eten metnemen, dat is een deel mandalo, dat is een deel eten, so je kan terugkomen naar de service en dan kan je wat eten metnemen, want je wat eten veel voor jullie komen. Er wordt een vroege conference aan juli de 10e en kamp 150 van klok 9 's morgens aan. De details zijn in een bulletin ban. Wanneer je niet een bulletin hebt, hang je bij de information booth, kan je later vielleicht einen oppikken. Daar zijn meer details van de vroege conference en wer de redner zijn en zo wat. Er is ook een Bibelschule, de Steinreich Sommerbibelschule voor kinderen, wo je kan je kinderen aanbrengen. So daar daar zijn ook de bells wat je kan opzijn voor dat, wanneer je kinderen daar wel aanbrengen. Juli de 17e is een Voedersdag. Kijk al verwacht een beetje de Voedersdag den dag. En aan juli de 22e hebben we een kinderdag hier bij de kerk. So Lebenswasser Kinder, waar je een kaarte presentation doen, vielleicht ein paar Leute zingen en dan na dem wat een ganze dag zijn met games, Wuttergames en free eten of wat eten zijn en verschiedenste mooie dingen. So wollen we dat nu al zijn als dat je dads en moms je vacations en zo wat een beetje plan dat je kan die daar dan hier zijn. Wat een interessante dag zijn met de kindertop, zodat jullie de 22e hier bij de kerk. Dat is dat voor de announcements. Pastor Steve, die wordt wieder gaan in de rie van boodschappen Goode Woakjen.
En so hij wordt opkomen, God je ons al aan het raam, we bereizen hij zijn en hij wordt aanvangen te predigen. Marius, wat is het? Zo goed. Mijn vrede te horen dat jullie alle wakker zijn. En mijn vrede dat Lorenzo met zijn groep hier is. Bienvenidos. En dat we kunnen zijn wat van grote onderscheid zij merken down dort en een boy durch God zijn kracht. En zodat je het zij am lijn met wat we hiervan reden doen. En laatste zin van we in onze nieuwe reden van boodschappen heiten zich Titus, Goode Woakjen. En zo we gaan durch dat Buch Titus. So, wenn je in de Bibel met gaan, draait nu al naar Titus kapitel 2. Titus kapitel 2, wenn je in de Bibel gaan, vielleicht een phone, wat immer je broken down für je Bibel. Titus kapitel 2. En zo we reden van Goode Woakjen. Weet je, wie zijn geraad durch Glauben allein unwoakjen. Woakjen haben nichts zu tun mit unserer Radung. En zo dat is een wunderbare Geschichte, dat is een wunderbare Nieuwigkeit voor ons als Christen. Dat komt durch den Glauben an Jesus, durch seine Gnade, dat is een geschenk van God. En du kannst nichts tun, um die dort verdienen. En zo dat we ganz klar haben. Wenn wir von Goode Woakjen reden, aber wir müssen die in der rechten Stadt anpassen und dort Christen leben. En so, wir haben Glauben und Radung und dann Goode Woakjen. Manchmal haben wir dort verdreht gehört. Wir dachten, wenn ich genug Goode tue, dann wird Gott mich annehmen, dann wird Gott mich gleichen. Das ist nicht von was wir reden. Aber wir reden von nu dat ich in Christ zie, nu dat ich angenommen zie von Gott, nu dat ich ganz heilig zie und nu dat ich ganz vordig zie in Christus, nu wordt. Wat van leven vier ik nu? En dat is van wat we reden. En zo de vraag is, wo laat wordt, wanneer Christen zo leven als Christen? Wo laat zoont? Wo laat ons leven? So we reden niet zozeer van wo ons laat van buiten, aber wo laat ons leven? Wanneer mensen aan ons leven non-kijken, wat zijn zij? En zo, wie zijn geraad durch Glauben voor Goode Woakjen? Zum Goudet doen. Zum een onderscheid merken voor Jezus. Zum de Welt gewinnen voor arm. Zum Menschen, die hungrig sind, zu eten geben. Zoals Lorenzo al van reden deed. Zum doen ze wieder 180, wenn du Wesen Kinder sind, wat nicht in de Stadt haben, zum Wohnen, jeden in de Stadt, jeden in eten, jeden in Schule, jeden in de Goede Botschaft von Jesus, dort sind Goode Woakjen. Goede Woakjen zijn, wanneer we in onze omgeving een onderscheid merken, een goede onderscheid merken voor Jezus, voor zijn boodschap, voor wer hij is. Wens we worden zijn van der eine boodschap, dat mensen kijken naar ons leven, zoals we leven, en met wat ze door zijn doen, merkt een onderscheid als zij bereid zijn, Jezus aan te nemen. Wanneer we zijn dat we Christen zijn, en dan aber Gouvernement en leven ganz op een andere weg. Menschen zijn dort en zij zeggen, van dort is wat mij een Christ zijn, dan wil ik dat niet. Van dort is wat een Christ is, dan wil ik dat niet. Zoals we leven merkt een onderscheid en wo mensen aan Jezus en aan God non-kijken doen. En zo laatste week reden we van dit. En we zeggen, wat brukt dat Christen zo leven als Christen? En zo dat eerste ding zeggen we moeten onder God zijn. God is nummer 1 in ons leven. Hij is ons kennig. Hij is over alles. En zo we geven ons leven naar God aan en zeggen, doe met mij zoals du was. Ik wil dien willen doen. Dat is wat we zeggen in Titus kapitel 1. En dan fehlt ons Goede leiders.
Ons fehlt gute leiders voor aan de waarheid zich worden vasthouden. Laatste week reden we nog van leiderschap. En ik heb van meerdere van jullie teruggehoord in jullie kleine groepen, dat dit een thema wird, wat ons besonders dichtbij komt. Wenn ons juist dat je leen hebt, frisch in ons leven nennt te kijken en zijn, wo doe ik als een leider? En vielleicht best nicht ein Lehrer in der Kirche, aber wo bist ein Lehrer? Wo bist einer, der vorabgeht? So wir kicken das und dort kriegt die Frage, wo wir sehen, wer bist du? Wir kicken uns selbst und sagen, wer bin ich? Mein Charakter. Wer bin ich? Das ist so wichtig, dass mein Charakter gesund ist, dass das unser Gott seine Lehrerschaft ist und dass ich kann rausgehen und einen Unterschied merken für Jesus. Von der gehen wir wieder in Kapitel 2. Und so, wenn ihr in der Bibel habt, werden wir bloß kurz nennen. Titus Kapitel 2, Vers 1. Paulus schrift hier in Titus und er sagt wieder, nu aber musst du lernen, was mit der gesunde Lehre stimmt. So er sagt Titus, du bist ein Lehrer, du bist ein Lehrer, du bist ein Prediger, würde vielleicht sein. Und das, was du nu musst lernen, nur die Menschen. Nu wird uns sagen, was das ist. Was ist diese gesunde Lehre? Vers 2, lehre die älteren Männer nicht da, unständig und ehrenhaft zu sein, dass sie sich beherrschen, einen gesunden Glauben haben und leibtulich und geduldig sind. Und gerade so auch die älteren Frühes, dass sie sich ehrenhaft abführen, so als dort heilige Tod kommt. Sie sollen nicht Plüderie treiben, auch nicht an Wien versklavt sein, sie sollen andere Gaudet lehren. Und hier ist, was sie lehren sollen. Die älteren Frühe sollen die Jungen ermutigen, ihre Männer und Kinder gut zu sein. Gescheit und freundlich zu sein. Rein im Charakter. Hier sehen wir, was der Charakter, wo wichtig dort ist. Sich beherrschen. Ihre Hausarbeit verrichten und ihre Männer tun sein. Dort über Gott sein wird, nicht gelastet wird. Hier sagt er uns, wo wen. So, Titus, lehre die Menschen das, wo sie leben sollen, dort sie sollen ein gutes Leben führen, und hier ist wo wen. Dort über Gott sein wird, nicht gelastet wird. Weil die Menschen kicken in uns Leben und sollen so wir leben tun, je wie Ursache über Gott sein wird zu lastern. Zum sagen, wenn dort ist, was ein Christ ist, dann will ich dir nicht von. Er sagt, lebst du das, dass die Menschen nicht Ursache kann, über Gott sein Wort zu lastern. Wieder in Vers 6. Gerade so spricht der junge Mann am Motto, sich selbst zu beherrschen. In alle diesen Goode mit ein gutes Beispiel in eine reine, ernste Lehre vorab. Das ist, was meinten Lehrer sein. Heißt ein gutes Beispiel, er lebt, kriegt so, als die anderen Menschen sollen, heißt ein gutes Beispiel, er geht vorab. Wir wollen noch ein bisschen da an den checken. Red heilsame wird, Titus, sagt er, die nicht zu verurteilen sind. Dort diene jener sich schämen müssen, weil sie uns nicht schlechtet nur reden können. Nu kommt da weiter trägt diese Botschaft. Lebt so steht, Titus, stell dieses steht ab, dass die Menschen nicht schlechtet über die sein können. Dass die Menschen nicht sein, dort worden Christ ist, weißt du, was Jana deut? Er sagt, han renet Leben. Vers 9. Seid es Sklaven, nu jeder even in der Arbeit sieht. Seid es Sklaven, dort sei ihren Haaren in alles sollen tun sein, antum gefallen leben und nicht jen anreden. Sie sollen nicht von ihnen stehlen, aber dort bewiesen, dort ihns zu verluten hast. Das ist so, sie leben sollen in der Arbeitstag, so sie in der Jahren haben. Und nu sagt er uns weiter, wo wen so steht leben? Dort sei die Lehre von Gott und Jesus Christus durch untreibend merken. Weil ihr so wie leben tun, merkt Gott seine Lehre entweder untreibend oder aufschübend. So wie leben tun, als Christen, wird entweder Menschen untreiben, ne wird Gott lehrt, ne seine Wahrheit, ne sein Weg, oder aber Menschen aufschüben und sagen, von so will ich nichts zu tun haben. Und so dazu, wenn das so wichtig ist, wird wie von der durchgehen will. Wie sind geroepen die Licht zu sein in der Welt? Wie sind geroepen in der Welt zu gehen, in der Welt gewinnen für Jesus? Das wird uns roep als jeder Christ, jeder ein von uns, als zu dort geroepen. Zum einen Unterschied merken in der Welt. Zum dort ab Jahr und Tag Himmel wird
voller zijn en de hal wordt ladja zijn. Dat is voor ons roep is. En hier zegt Paulus, zum den roep erfallen, merkt dort Nuingerscheid, wo wir leven doen. Dort merkt Nuingerscheid, wo wir reden doen. Dort merkt Nuingerscheid, wo wir mit unserer Familie umgehen doen. Wo laat het wanneer Christen zo leven als Christen? Dat is wat Titus van reden deed. Van deze goede woorden. En zo wat we willen doen is, we worden fresh de versen durchgaan. Ik denk daar nog hastig durch. Bloos dat we dat grote beeld kan zijn van deze kapitel. Nu werden we zo'n klein beetje nandeven, wo we zijn, een beetje dieper gaan en leren wat du krijgt de Meinung is aan deze versen. Wat ik hier mal een predigen, hij zegt, wanneer du de Bibel verstaan, dan is het wichtig dat du de verschillende Beker in de Bibel verstaan kannst. Dazu werden wir Titus durchgehen. Wenn du die Beker verstaan wirst, dann ist es wichtig, dass du die verschiedenen Kapitel verstaan wirst. Wenn du die verschiedenen Kapitel verstaan wirst, dann ist es wichtig, dass du die verschiedenen Versen verstaan wirst. Und wenn du die Versen verstaan wirst, dann ist es wichtig, dass wir die wieder verstehen. Was an die Versen sind. Und so von der, wo wir die wieder, besonders nur die wieder checken, und so wir wollen da rüberheben, die Meinung von den verschiedenen wieder, und sein, was wir können lernen aus diesem Text, von wo das laat, wann ein Christ so lebt als ein Christ. Und so, er fängt an mit den älteren Männern. Paulus steht in Vers 2, leer die älteren Männer. So, die älteren Männer, die Frau ist dann, wer sind ältere Männer? Ik vroeg van jou in een Sink-meeting, wer zijn de oudere mannen? En die zeiden, die wat 70 jaar oud zijn alle. En een week reed ik met dad doorvan en ik en hem, we reden wegen deze zaken. En ik zei, weet je wat, ik wil dat een beetje jonger merken voor de boodschap. En als hij hier den alle wat ik wil bijzetten, dan zei hij, ik kom niet naar de kerk. Dat zo weinig hier niet van jou is. No, zij zijn in Hawaii, dad predigt in Hawaii van der, aber wir haben bloß ein bisschen Spaß mit dort. Und so, wer Paulus hier zu reden deed, sind die Männer, wat al in draden temporale zijn van leven, wo wir kann sein. So ein Mann, der wächst ab, der erste 20 Jahre más o menos, der wächst ab in ein Mann, der wird ein Mann, und der lernt sich selbst kennen, der lernt, wer er ist. Über dem fängt dann früh, das ist más o menos die ersten 20 Jahre, den ersten Temporal von Leben. Den zweiten Temporal von Leben, wo wir kann sein, als von wann der sich befreit, aber die Kinder in den Haus sind, más o menos. Und so, die haben ihre Familie abgetragen, und nu sind sie in den dritten temporalen Leben. Und so, sie haben ein Ladjethus, wo wir kann sein, Kinder sind abgewaschen. Nu kommen sie in die temporalen an, wo sie graufrasch waren. Und so, das zu wem er hier redet. Und so, ich will sagen, für uns von der, wenn wir den Nummer von 50 durch uns sagen. Ich weiß jetzt nicht 100% reich in jeder Stadt. Ich hoffe, die nehmen mir dort nicht für schlimm auf, dort wenn die 50 sind, oder ich aus alt Tal. Aber er redet hier zu den Männern, die all ihre Familien haben abgetragen, und nu gehen die vorab aus ein Beispiel für die Jüngeren. Ja? So, das ist von wem wir hier reden. Lehr die älteren Männer nicht da zu sein. Nicht da. Was bedeutet nicht da? Nicht da ist wie ein klaren Kopf sein. Ernst und bei der Sache. Was hier sagen das ist, nicht dass du ein bisschen alle bist, Mann, nicht dass du hast deine Familie abgetragen, nicht ist nicht Zeit, zum die bloß relaxing, zum bloß nu dual zaten und sagen, ich habe mein Part getan, nu lut der andere. Das ist nicht, was sagt. Er sagt, ältere Männer, bleib bei der Sache, bleib ernst bei der Sache. Blijf bij een klaren Kopf. Blijf in Christus seine Leer. Nicht, wenn du nu alle bist, kost nu von den Gaspedal sozusagen nu loslassen. Nee, bleib bei der Sache. Lehrt die Nichter unständig und ehrenhaft zu sein. Das Wort unständig, das bedeutet unangenehm. Das bedeutet nicht prosluten. Das bedeutet geschädigt. Und so dein Leben, du hast ein geschädigt Leben. Du hast ein Leben, das unangenehm ist für Menschen um dich. Du bist unständig. Er sagt wieder, sie sollen ehrenhaft sein. Ehrenhaft bedeutet, dass sie einen hohen Respekt verdient. In anderen Worten, so du leben das. Du hast Respekt verdient von den Menschen
was rum die sind. Du bist bei der Sache. Du bist ernst bei der Sache. Du hältst den Glauben stark. Du bist ein christlicher Mann, was so lebt, als ein christlicher Mann soll. Ernst bei der Sache. Er sagt wieder, dort sei sich beherrschen tun. Und so, Männer, je sollen nicht beherrschen. Das Wort beherrschen, das hat zu tun mit, dass du hast die Kontrolle über die selbst. Du kannst die selbst beherrschen. Weil ja uns Fleisch hat einen Hunger für verschiedene Dinge. Vielleicht nicht mehr Geld, nicht mehr Eten, sexuelle Dinge. Wir haben verschiedene Dinge, die uns driven in Fleisch. Und aber Paulus sagt hier, dass ein christlicher Mann, das ist einer, der sich selbst beherrschen kann. Und wenn wir das morgen wenigstens, das wird hier beherrschen, er wird das sein zu jeder Gruppe, zu was er reden wird. Ein Christ ist eine Person, die sich beherrschen kann. Über seine emotionalen Sachen. Nicht bloß hastig, doll und wütig worden und sich nicht kann kontrollieren. Er sagt, lehrt die Männer so still zu sein. Das Wort lehr, das bedeutet, dort wir leben nicht alle so still, aber wir müssen das lehren. Wir müssen das kommen. So Paulus sagt, das ist das normale christliche Leben. Lehrt ihn, dass sie sich selbst beherrschen. Er sagt, dass sie einen gesunden Glauben haben. Er sagt, dass es wichtig hier, dass sie einen guten Glauben haben, dass sie stark im Glauben sind. Dass sie so ein Leben führen tun, was du wird es, nur zu folgen. Dass sie vorabgehen. Dass sie ein gutes Beispiel sind, so sie uns all sehen. Ein Leben ist voll von Glauben. Die Entscheidungen, die sie merken, sind von Glauben gedreven, nicht von Angst gedreven. Wir leben im Glauben. Er sagt, das, wo wir leben sollen. Er sagt wieder, sie sollen leibtulich sein. Das Wort leibtulich, das bedeutet so, als wenn einer den anderen nicht statten will. Das bedeutet naht in euch nehmen und das bedeutet freundlich. Und so diese Männer, sie sollen so still leben. Naht mit Menschen umgehen. Freundlich mit Menschen umgehen. Auf so ein Weg mit Menschen handeln, dort sie nicht statten wollen. Dort sie nicht dull klingen wollen. In anderen Worten, das gibt uns das Bild von diesen Männern. Sie sind Männer, die abheben tun. Die den Nächsten abheben tun. Die den Nächsten Mut merken tun. Kann ich anfangen zu fühlen, wo Paulus hier den Niveau eine Hechsaten hat für uns als Christen. Letzte Woche kickt wie eine Lehrer. Und manchmal haben wir so eine Anstellung, wo wir sagen, ein Lehrer muss so still leben und all die anderen Christen, sie können hier. Wenn du auf einmal ein Lehrer wirst, dann musst du dein Leben am anderen und dann musst du hier leben. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel lehrt, Christen hat ein Leben hier und von den Menschen, die hier leben, von du, wo wir Lehrer schritt packen, von du, wo ein Lehrer schritt kommt, wenn sie leben all, so ein Lehrer lebt, für sie ein Lehrer sind. Er sagt, sie sollen leibtulich mit Menschen umgehen. Er sagt wieder, sie sollen geduldig sein. Das wird geduldig. In der Bibel, wenn die Bibel von Geduld redet, die redet von mehr, als was wir würden von der ersten Tag aus Geduld sein. Von der ersten Tag würden wir sein, na, nicht immer so busig sein, kostet nicht mal eine Wort lernen, haben wir ein bisschen Geduld. Und das ist Port von dort. Aber wenn die Bibel von Geduld redet, die Bibel, was die davon reden, ist, dass du wirst dein ganzes Leben lang die Fast an Christus halten und du wirst niemals an den Glauben abgeben. Kannst du, was Pastor Lorenzo sagt, gebt niemals ab. Ein Mensch, der niemals abgibt, der bleibt geduldig an seinen Glauben ganz bald eng. Doch wie kann sein und jeden Tag, wenn wir ab eng von uns leben sind, so es Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Glauben geblieben. Und so sagt hier zu den älteren Männern, die älteren Männer sollen geduldig sein, sie sollen am Glauben bleiben, sie sollen stark bleiben am Herrn, sie sollen nicht abgeben an ihren Glauben, sie sollen ein guten Beispiel sein, sie sollen vorabgehen und sie sollen dort wert sein, hinterher zu gehen.
so sie ihr Leben abstellen, dort so andere Menschen dann sollen ihr Leben abstellen. Sie kicken ihre ältere Mann an und sagen, ja, das ist ein vernünftiger Mensch. Das ist ein Mensch, der seinen Glauben stark hält. Er hat einen gesunden Glauben. Das ist ein Mensch, der für Gott lebt. Er hat Glauben an sich. Die Entscheidungen, die er merkt er über den Glauben, nicht wegen Angst. Er geht vorab, er lädt seine Familie Gott, er lädt den Raum am Gott. Das ist ein christlicher Mann. Dat is de roep wat we hebben. Hij zegt, leer de oudere mannen zo stil te leven. Dat zij een bijspel zijn voor die van ons wat jonger zijn. Nu gaat hij weer naar de nächste groep. En nu redt hij naar de oudere vrouwen. En Goode ook de oudere vrouwen. En zo vrouwen, ik weet dat, wanneer we van vrouwen reden, wat vielleicht dik 50 zijn of zo, je voelt je nog niet oud en zijn ook niet oud, maar je zijn al alle. Je gaat al in de nächsten temporale van leven aan. Je hebt je kinderen nu al vielleicht opgetrokken. En nu vang je aan met grootkinderen te handelen. En zo je hebt een roep op je leven. Krijg zoals de oudere mannen te voorop gaan met een bijspel, krijg zo de oudere vrouwen. Hij zegt, leert eind dat zij zich ihren hoofd opvieren, zoals dat heilige toekomt. En zo hier hebben we dit woord ihren hoofd. Hij gebruikt dat ook voor de mannen. En zo, dat meint, die heeft een hohen respect verdiend. En zo vroeg dat je het zo opstellen op zo'n weg, dat je een respect verdient van de mensen die er om je zijn. Vielleicht van de jongere vroegers, wat je heen rondkomt en nu je een bijspel kijken doen. Dit is de roep wat je hebt als vroegers. Hij gaat weer en hij zegt, zij zal niet pleurerie drijven. En zo, I don't know wen hij dit bloos naar de vroegers zegt en niet naar de mannen, dat kan je je dan niet denken. Maar hij zegt, vroegers niet pleurerie drijven. Wat is pleurerie? Dat is zo'n vertalen wat beter weer stel je doen. Dat is wat de Wiederburg zegt. Ik stem met. Hast mal zo'n gezegd en Luther denkt, dat wird bloß beter gewesen, wenn ich nichts gesagt habe. Gewöhnlich eher eine andere Person. Gewöhnlich ein negatives Ding. Gewöhnlich auf so einen Weg verteilt, was den Menschen nicht abheben würde, wenn er dort hören würde, was die Gott sagt. Das ist was Pleurerie ist. Und so, hij heeft hier war Mut früher, dat je nicht wollen, über Menschen plüdern. So, dit heeft ons war zo'n Bild dort. De oudere früher, je zijn zo'n früher, wat Leben reden doen op Menschen, nicht dood. Je reden positiv über Menschen, nicht negativ. Je proben Menschen abzuheben mit jene Wieder. Je proben Menschen Mut zu machen mit jene Wieder, nicht ein Duel zu klingen. En zo hij heeft ons een beeld hier, op wanneer een Christ zo leeft als een Christ, dat is een persoon wat positief is en mensen opheven dat met zijn ere wieder. Hij gaat weer hier en hij zegt, en niet wien verskloofd zijn. Hij zegt de oudere vroegers, niet wien verskloofd zijn. Zo vroegers, je werden zeer druk, als je je Familie abtragen deed. En al die kleine Kinder hadden. Vielleicht een stekker 15 kleine Kinder had je. En ik las laatst een joke en hij zei, wo hadden de ouderen de goede tijd op voor de internet kwam? Jonge teenagers vroegen ze zich dit zelfs. Want zij zijn opgewassen met internet en zij kan niet naar andere wereld. So zij vroegen zich, wo hadden mom en dad dort? Für sie Internet hatten, was deuten sie für Scheinguns? Sie kicken sich tauben sehen, wie in unsere 24 Geschwister können nicht hitfigern. Some von ihnen wollen dort Marien kriegen. Und so, er sagt hier, dass sie nicht Wien verskloofd sind. In andere weer, er jaft hier war ein Bild. Er redet hier von Wien, und aber das wirklich breiteren Thema aus bloß Wien. Wat hij hier sagen dat, is dat wir als Christen, wir sind nicht verskloofd an Dinge. Buiten an Jesus. Aber wir sind nicht verskloofd hier an physische, irdische Dinge, da wir dort Matten haben und da wir nicht können unleben. Wenn es dort steht, was Jesus will haben in uns Leben. Und wenn wir an Dinge verskloofd sind,
dort bedient zoveel dat we eingezond zijn in onze Säule. Dat we eingezond zijn im Hort. Wir können uns nicht beherrschen, so ist er von reden deed. Und so hij heeft hier ein Bild, dat ein Christ als eine Person, die sich selbst beherrschen kann. Das ist eine Person, die nicht an Dinge geskluft ist, verskluft. Hij sagt hier nicht, dass ein Christ nicht trinken wird kann, das ist nicht die Botschaft in dit Port. Hij sagt bloß, sie soll nicht verskluft sein. Und dit. Fast sein. Und dit. Hij geht wieder. Und sagt, sie sollen andere Goode lehren. Und so ältere Frühes, die sind alle Lehrers. Die sollen lehren. Die sollen andere lehren, Goode Dinge zu tun. Weet je, die Frühes, wat alle sind, die haben al veel Erfarenheit, wat die von uns, wat jünger sind, noch nicht haben. Uns fehlt es an jene Halb, an jene Weisheit, zum der het Leben gehen. Ein bisschen als eine Mama. Uns fehlt es alle an eine Mama, wat uns helpen dat in Leben, even wenn wir abgewassen sind. Und so der jüngere Frühes besonders fehlt es an der ältere Frühes, zum lernen, was es meint, in christliche Früh zu sein. Das ist, was hier sagt. Wenn es hier wieder an, sagt, der ältere Frühes sollen die Junge ermutigen. So hier haben wir das Wort Mut. Ein Christ ist eine Person, die positiv ist. Ein Christ ist eine Person, die Leben reden wird. Ein Christ ist eine Person, die abheben wird und sagen, ich will die helfen, besser zu sein. Ich will ein Beispiel sein für die. Ich will die lernen, was es meint, eine christliche Früh zu sein in diesem Exempel. Die ältere Früh sollen die Jungen ermutigen, ihre Männer und Kinder gut zu sein. Wo sie sollen im Haus sein. Dat is de oudere Frühes, ihre Abgaben, ihre Verreicht, um die jüngere Frühes zu lernen. Die ältere Frühes, sie sind die Exempel, sie gehen vorab. Sie wiesen die jüngere Frühes, was das macht. Wenn es die ältere Frühes, die sind al einmal durch. Ihre Familie ist nu groot. Sie haben Weisheit, was die jüngere Frühes noch nicht haben. Und so dit sagt, was nicht die ältere Frühes, aber dit sagt auch, was nicht je, was jüngere Frühes sind. Jüngere Frühes, je sollen die ältere Frühes Gelegenheit geben, an hun Leben zu reden. Mit ihrer Weisheit. Und ansonsten von der Weisheit annehmen. Wenn sie handel Dinge erfahren, was du noch nicht hast. Du kannst besser sein als eine Mama und eine Frau, wenn du so ein Verhältnis in dein Leben hast mit einer älteren Frau. Vielleicht hast du deine Mama, vielleicht hast du eine andere ältere Frau. Vielleicht ist deine Mama nicht mal Raum, oder vielleicht ist deine Mama nicht ein Christ. Und so du fängst eine christliche ältere Frau, die lernen das, was die mithelfen das. Und so wie wir jünger sind, wir sollen immer checken, nicht die, was alle sind, und verruht Frauen. Weißt du, manchmal, wie wir jünger sind, wir haben so eine Anstellung, nee, ich weiß, was das macht. Nee, mir fehlt es nicht an ihre Halb. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wenn wir uns demütigen, wenn wir mal durchsagen mit dem, was alle sind aus uns, und wenn wir von ihnen lernen. Wenn wir von ihrer Weisheit lernen. Das ist wichtig, dass wir up sind für so ein Verhältnis, als was er hier beschrieben hat. Das ist nicht besonders zwischen den Frühes. Er geht wieder und sagt, was die ältere Frühes sollen die jüngere Frühes lernen. Sie sollen nicht lernen, gescheit und freundlich zu sein. Und so diese wieder bechecken wir, so wie wir weiten, was es meint. Freundlich, positiv. Hast in Fannet gesagt, du bist ein positiver Mensch, der gute Dinge redet über andere Menschen. Nicht Plüderie. Er sagt, gescheit meint gut und recht und gehorsam und Schmack. Und so lehrt die jüngere Frühes, wo sie kann gut sein, wo sie kann eine gute Frau sein, eine gute Mama sein, ein gutes Vorbild in der Umgebung, wo sie kann ein guten Mithelfer sein in der Kirche. Das ist, was die ältere Frühes kann lernen, wo sie kann ihr Leben auf dem rechten Weg gehen, wo sie kann gehorsam sein, nur Gott seine Weg, wo sie kann ein schmackendes Vorbild sein für ihre Kinder, was herankommen.
Dit zijn dingen wat de oudere vroegers, de jongeren leren. Vriendelijk, zo wie. Dat is een persoon wat schaftig is. Een persoon wat glücklich is. Een persoon wat vrouw is. Een persoon wat, nou zeg wat dat zegt. Lieftulich, dankzij. Lieftulich is. Kan je dat beeld zijn van wat van een persoon wie hier beschreven doen? Positieve persoon. Een persoon wat leven redt. Een persoon wat het bloos schijnt met den top te zijn. Dit is wat de oudere vroegers zullen de jongere vroegers leren. Wat je nog een exempel en dit, verder weer gaan. Als in de kerk hier, ik ben prediger in de kerk, maar ik geloof niet dat het mijn opgave was, om de jongere vroegers zijn, wo zij zich zullen een leven opstellen en wo zij zich zullen ontreigen. Dat is niet mijn opgave. Oudere vroegers, dat is jullie opgave. Leer eens wat dat is, een christelijke vrouw te zijn. Wo zij kan zich smak opstellen. Wo zij kan een gouden onderscheid merken. En zo manchmal hebben we dat zo geleerd dat de prediger, hij zal even zo'n dingen predigen, de kledij in onze stad. Dit is een van de grote ursachen, waarom we in deze kerk niet even kledij predigen doen van hier zo ver. Want we geloven dat het niet onze opgave is. Ja, we willen Richtung geven, in generaal van God zijn woord. Maar God zijn woord zegt dat je oudere vrouw is, dat is je opgave. En zo ik wil je het opmerken, dat op een live tool je weg. De jongere vrouwen helpen een goede christelijke vrouw te zijn voor haar man en een goede mama te zijn. En jongere vrouwen, neem dat aan. Neem dat aan. Nu waar, we reden niet negatief, we reden positief over de nächsten. We willen de nächsten opheffen. We doen dat op een live tool je weg. We doen dat met geduld. Maar we reden en een leven neemt om de mensen helpen te worden. Dat is het beeld wat Paulus ons hier geeft. Hij zegt wieder, zij zullen de vrouwen leren rein im karakter te zijn en zich te beherrschen. Hier hebben we dit beherrschen. Ja, jeder small, te jeder verschiedene groep, wo Paulus redt, hij redt van zich beherrschen. Wir als Christen sind Menschen, die uns beherrschen können. Wir sind rein im Charakter. Wir sind rein, wenn wir allein sind. Wenn wir da sind, wo keiner uns sieht. Wo sind wir da? Was tun wir da? Was denken wir da? Paulus sagt, wir sind rein im Charakter. Wir als Christen, das ist, was wir sollen sein. Lehrt die Menschen, so still zu sein, sagt er. Er sagt wieder, leert ihre huisarbeit te verrichten en ihre mannen onder doen te zijn. Dit is een wichtig punt, want vroeger, je kan dingen doen in hem, wat bloos je kan doen. Vroeger zijn daar, zei ik, dat wat een huis in hem merken doen. Mijn vrouw wens dat. Zij merkt ons huis in hem en zij brengt zo'n ambiente. Zij brengt zo'n vervuiling in huis aan, zo'n zekerheid in huis aan, voor de dingen wat ik als man niet kon doen. God heeft ons vroeger begoofd en beroepen dit te doen. En zo dit meint niet dat een vrouw moet een ganze leven bloos immer in huis zijn. Er zijn verschillende temporadas im Leben. Vielleicht sei je nu groot jong befried, hat nog niet kinderen. Vielleicht wordt de vrouw dan een klein beetje dollar buiten den Heim zijn. Vielleicht hast du sogar eine Arbeit buiten de Heim en schaft. Dat is niet meer aardig. Aber dann kom je in zo'n temporale aan, wo eine Frau eine Familie optragen dat, met een man taub, aber wir weten alle dat de Frau is, besonders wenn die Kinder jünger sind, dat de Frau is, de Hauptstadt nehmen door. En so wat Paulus hier sagt, als Frau is, sieht nem Heim gedreht, wann die temporale gestor is. Ik geloof dat het gezondste ding, wanneer de kinderen klein zijn, dat mama thuis is met de kinderen. Ik weet dat het niet immer mogelijk, maar dat zal immer het ziel zijn. En zo, dat we thuis zijn, dat de mama's thuis zijn met de kinderen te meer optrekken im Herrn of van jong aan. Maar dan vielleicht kom je nu in zo'n temporale aan als de oudere vrouwen zijn, han niet meer kinderen thuis. En het is een beetje zo'n temporale, een beetje als mijn mama nu is.
haft keine Kinder tus. En so sei es war ein bisschen lauser, würde wir können sein, nicht so ungebunden tus. Für uns ist es nicht leichter, war Rüte zu fahren und mit Menschen vertalen und in Sehen sein für Menschen. So, das sind verschiedene Temporals, aber im Ganzen. Früher sollen eine Hüs gedreht sein, eine ihre Männer und Kinder. Wenn sie haben eine Begübung, wo die Männer nicht haben, um den Hüs in Heim merken. Und früher, sie sollen ermutigen, das zu tun. Ich weiß, die Welt vertelt uns von der ersten Tag, dass das ein Ding, was uns trägt hält. Aber die Bibel gibt uns hier an die Freiheit, mit dem mutig verweg zu gehen. Nu sagt er hier weiter, dass über Gott sein Wort nicht gelastet wird. So wie leben, merkt den Unterschied. Und wo andere Menschen, die nicht Christen sind, und Gott sein Wort non checken tun. Ans Leben merkt den Unterschied. Nu geht er wieder, Vers 6. Gut so spricht die junge Männer Motto. Dit wat hij hier zei, plötzlich sagt, spricht die junge Mann am Motto, wat het hier bedienen dat, als een Hochdeutsch, hebben we dat woord ermoen. En zo hij soll de junge Mann ermoen. Ermoen bedient vermoenen, oder denken halten wat aardig is, en nu dragen wat reich is. De junge Mann leren. Help en denken wat aardig is, dan nu dragen wat reich is, merk en moed zum op dem reichen Weg gehen. Dit wordt wichtig is dat jeder junge Mann, waar we zijn, die best irgendwo but 40, 50 Jahre alt, die best jünger als dort. Wem hast du in dein Leben, wat dit kon doen für dich? Wem hast du in dein Leben, wat die bloß konnte Wahrheit uit Leib sein? Zum die helpen besser zu werden. Zum die helpen abzuwachsen als ein Christ. Zum die Mut merken, die Verantwortung zu drehen und nicht abgeben. Wer hast du in dein Leben, was es dort zu dir reden kann? Was die persönlich kann das? Weil jeder ein von uns als Männer fehlt, so eine Person in sein Leben. Besonders die von uns, die jünger sind. Uns fehlt es, dass wir so ein Verhältnis haben. Und so das, was uns hier sagen wird. Du ent Mut merken, sich selbst zu beherrschen. Warte, das selbst je denkt. Und das ist das einzige Ding, was er zu den jungen Männern sagt. Sie sollen sich selbst beherrschen. Weil wenn ein junger Mann sich beherrschen, der ohne Gott sein Plan, dann wird er sein Leben abstellen mit der rechten Priorität. Mit seiner Zeit. Mit seiner Familie. Mit seiner Frau. Mit seiner Arbeit und Geld. Mit sexuellen Dingen, da wird reich abgestellt sein. Mit Eten. Wo immer wir nicht checken wollen. Wir sind Menschen, die uns selbst beherrschen können. Und ich will Ihnen alle Mut merken, weil wir wachsen in das. Wir als Christen, wir sind Menschen, die uns selbst beherrschen können. Das ist wichtig, dass wir das lernen. Nu wird uns hier sein, wo Titus das lernen kann. Und all diesen Goode mit einem guten Beispiel in eine reine, ernste Lehre verab. So, das ist ein Lehrer. Jeder Christ lebt hier. Ein Lehrer lebt hier und jetzt verab aus ein guter Beispiel. Jeder ein von uns ist gerufen, so steht zu leben. Jeder ein von uns ist gerufen, nur ein gutes Leben voll guter Worten. Wo wenn es die Welt kijkt nach uns und wo wir leben wollen. Und wo wir leben, merkt ein Unterschied und als sie wollen bereit sein, Jesus anzunehmen. Als sie wollen bereit sein, die gute Nachricht zu glauben. Und so das gibt uns eine Verantwortung. Er sagt wieder in Vers 8, red heilsame wird. Wahre, das ist eine Botschaft von positiv reden, Leben reden. Wenn es heilsam dort bedient, wird du Haupt zum Heilen. So eine Frau verjünt, die wieder, was die reden tun die Menschen helfen zu heilen, oder tun sie bloß wahre Deib abschneiden, dort die Menschen nu frisch Heilung fehlt. Wo vertellen wir als Christen? Er sagt, die wieder, was wir reden, sollen so eine wieder sein, was die Wunden helfen zu heilen.
nicht wieder opreden. Läuft tue je wieder. Dort dienen jener sich schämen müssen, weil sie uns nicht schlechtet nur reden können. Nu reden nur die Skluven, und wenn wir das an unseren Tag von der und posten, wenn wir Arbeiter sein, in jene Jahren wir nur about 16 Millionen Skluven in der römischen Reich, und schreiben sein uns dort 20% von der Kirche, aus der Anfang dort in der Herden ging, 20% von der heidnischen Kirche wird Skluven. Und so wird eine große Prozent. Und aber wenn wir das an uns nun posten, und wenn wir eine Arbeiter checken, sagt, Lied ernt, dort sei ihre Haaren in alles sollen ungedun sein und zum gefallen leben und nicht jen anreden. Dit wird gefallen, dit bedeutet, was einer tät, so dass den anderen dort gefällt, was uit gute Meinung gedun wird. So dass das gibt diese Botschaft, dass wir nicht wollen bloß so eine Dinge tun, was der Nächste gleicht, aber wir wollen natürlich eine gute Meinung noch tun. Das geht deeper. Wenn wir den Nächsten helfen, wenn wir den Nächsten tun, und wenn du ein Arbeiter bist, dann du den Bastard verdienen wird. Den zu gefallen, so steuert wird gleichen. Ob so ein Weg, so steuert wird gleichen. Und die Zeit wird die wird gleichen. Sie sollen nicht von ihnen stehlen, aber bewiesen, dass ob Ernte verloren ist. Das gibt mir den Beispiel von Josef im Alten Testament. Er wird ein Sklav, aber er ist ein Bastard für seinen Meister. Er stehlt nicht. Und was passiert in Josef sein Leben? Er wird hergestellt, aber er wird ein ganzes Haus wird. Er wird ein treuer Sklav. Was ein Beispiel für uns. Da wie die Menschen um uns Gott tun. Nu sagt uns, wo wen, dass sie die Liebe von Gott und Jesus Christus dadurch untreichend merken. Ich will schließen mit einem Exempel von was er hier von reden wird. Dit wird untreichend. Er sagt hier dort, so wie Leben tun, kann Gott seine Botschaft untreichend merken. Wir sind es gewarnt von der ersten Tag, so ist ich auch was weins, dort, wenn ein Jung eine Mial will und er will befreien, dann fragt er, ob sie befreien will. Gewöhnlich der dort auf eine Knie, und so sagt er, ihr liet hat, und dann fragt er, was mir befreien? Wenn sie dann Ja sagt, hoffentlich tät sie, wenn sie dann Ja sagt, dann jaft er für einen Ring. Und so wie abgetragen werden, der Ring, das normale Ring, vielleicht ein bisschen aus dieser, wo ich hier on habe. Und dann aber durch Buven haft er nach in Diamant. Der haft nach schmacke Steiner Buven, so dass nicht bloß ein Grävenring so steht ist. Der haft nach schmacke Steiner Buven, wo den bloß bitte besonders sehr Schmack merken lässt. Und so dann, wenn die früher sich engaged sind oder dem Jahres, gehen sie rum und ihre Freund, Frau und kann wir den Ring sein? Dann gehen sie rum und sie steht und check. Die schmacke Steine, die da oben sind, die sind an den Ring neu gemerkt, um den noch besser looten merken. Dort die wird noch doller antreibend sein für die Menschen, die da nicht in checken tun. Weil je dort wird dit wird hier antreibend merken, dort wird dort bedienen wird. So wie Leben tun, sagt er, als ein bisschen diese schmacke Steine, wird an Jesus Christus seine Wahrheit geplant sind. So Jesus Christus seine Wahrheit als ein bisschen der Ring, wo das alles taub hält. Und an uns Leben als ein bisschen schmacke Steine, wo du nicht geplant ist, wo seine Wahrheit worden antreibend merken lassen. Dort gibt diese Bedienung in der griechischen Sprache, dort ist ausgeströmt. Jesus seine Liebe wird ausgeströmt. Antreibend gemerkt durch uns Leben. Das ist unser Raub, Geschwister. Dort, wenn die Welt nur uns Leben checkt, dort sie wollen ungetrocken sein, ne Jesus seine Wahrheit. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, er sagt, laut dein Licht so schien,
Dort die Menschen wollen jene gute Woken sein und Gott durch verherrlichen. Wo laat ihn leben? Laat ihn leben zoals een stromend Stein, zoals een diamond. Oder erst ihn leben ein bisschen zoals een schwarzer Stein, wat er nicht hangeheert und wat so aufschüvend ist. Ich sage das nicht zum keinem Verdammen, aber ich sage das zum jüngsten Mut merken. Wenn wir abwachsen in uns christliches Leben, wenn wir einen Unterschied merken für Jesus, wenn wir ein Leben haben voll gute Worte, wenn wir ernst und bei der Sache sind, wenn wir die Wahrheit festhalten. Ältere Männer, ältere Frühe sieht ein gutes Beispiel für die, die herankommen. Jüngere Männer, jüngere Frühe, kick nur die Ältere und Lied von ihnen. Hat Selbstbeherrschung. Und wenn wir verweg gehen, in der Welt gewinnen für Jesus. Ich glaube, die Botschaft, die Pastor Lorenzo hat, wird ganz passen. Wenn wir nicht abgeben. Wenn wir nicht meid wollen. Wenn wir nicht meid wollen von Goode down. Wenn wir rausgehen in der Welt gewinnen für Jesus. Und dachten mit uns leben. Amen. Amen. Wenn wir abstehen und beten. Jesus, ich danke dir für deine Wahrheit und dein Wort. Ich danke dir, dass du uns Richtung gibst, Heilige Geist. Dass du uns tragt drehen das, wann es fehlt. Und Heilige Geist, krieg nu, stopp wir bloß ein Bett und hängen sein, was sagst du zu uns durch diese Botschaft? Heilige Geist, was redest du zu jeder ein von uns? Ich bete, dass du wirst dort deib in all unsere Harten planen. Was du zu uns sagen lässt, durch das Wort, was du von dir hast. Und dass wir wollen können verweg gehen, dass wir wollen können abstehen als Christen. Und dass uns Leben, dass sich Gott so luten, als ein christliches Leben. Und dass wir wollen können so strome Steine sein, in deine Wahrheit, was untragend sind. Und wo Menschen mehr von dir wollen haben, verdiene ihr. Von denen kenne ich recht. Und dort abzubauen. Ich danke dir, dass du uns Gott bist, dass du mit uns bist und dass du uns die Kraft gibst, das zu leben für dich. Ich bete in deinen heiligen Namen, Jesus. Amen.
Lebenswasser, ich weiß von dir. Und ich glaube, da habt ihr Mut gegeben, in ein christliches Leben zu waschen. Und so die Frau ist, was sagt der Herr jetzt zu dir? Vielleicht hast du eine Stadt, wo du kannst waschen. Und woher habt ihr die geredet? Aber wenn du in einer Area hast in deinem Leben, wo die Gebet fehlt, oder wo die Hilfe fehlt, kommt zurück. Und wie will die helfen mit dort? Hat eine gute Werk und Gott sehen mit dir.